Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es ja eine Runde Shakes and Fidget. Das heutige Video wird jetzt keinerlei weiter Gameplay irgendwie so großartig enthalten. Dennoch ist es ein sehr essentiell wichtiges Video, denn es greift in die Säulen von Shakes and Fidget bzw. deren Klassen ein. Und zwar seht ihr bereits vielleicht schon oben im Titel zu stehen, es geht um Balanceänderung an einer der drei Hauptklassen im Spiel. Die drei Hauptklassen, die drei Mainklassen, beziehungsweise die zuerst da waren ja Kundschafter, Krieger, Magier. So, und beim Magier, jetzt, das betrifft ja speziell auch mein Main hier auch, ne, sollen jetzt sehr markante Änderungen stattfinden, die wir uns jetzt gleich komplett mal alle durchlesen werden. Das Ganze wurde im Forum und im Discord und überall gepostet, in-game bisher noch nicht, aber da gehen wir erstmal gleich weiter drauf zu sprechen. In der SF-Taverne wurde dafür ein Diskussionskanal erstellt, sowohl für den Magier als auch für den Battle Mage, weil es da dort auch zu Änderungen kommen soll. Und das Ganze ist aber noch nicht hundertprozentig spruchreif und ist erstmal so ein bisschen als Feedback-Einholung sozusagen zu sehen, wie überhaupt die Community darauf stößt. Und wenn ihr euch das Video angeschaut habt und gehört habt, was jetzt alles so kommen soll, dann würde mich sehr, sehr gerne mal eure Meinung dazu interessieren. Schreibt mal gerne in die Kommentare rein. Es würde mich wirklich brennend interessieren. Nehmt da wirklich auch dran teil an der Diskussion, aber natürlich auf sachlicher Ebene, das ist ganz klar, ne? Was ihr dazu sagt, dass überhaupt an den drei Säulen, an den Standbeinen der Standardklassen rumgeschraubt wird, überhaupt generell. Und da würde mich eure Meinung sehr gerne mal interessieren. Zuallererst gucken wir mal überhaupt, oh Gott, jetzt habe ich alles weggemacht hier. Gucken wir mal in die SF-Taverne rein. Da möchte ich nochmal ein großes Dankeschön sagen, denn dort wurde ein Shoutout an den SF Game Cup gerichtet und dafür natürlich vielen lieben Dank. Haben darauf aufmerksam gemacht, dass diesen Freitag ja um 20 Uhr das Turnier stattfindet und man da natürlich auch Pilze gewinnen kann. Und nach wie vor könnt ihr mir auch sehr gerne über meinen Discord-Server, der auch unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, könnt ihr natürlich mir auch sehr gerne schreiben, ob ihr als Teilnehmer auch dabei sein wollt. Ihr könnt mit 50 € als Startguthaben sozusagen starten, beziehungsweise müsst das einzahlen und könnt halt 100 € gewinnen, verdoppeln oder man geht halt eben leer aus. Ist nach wie vor, könnt ihr mir da immer noch sehr gerne schreiben. Am Freitag findet das Ganze um 20 Uhr statt, hier im Livestream. Ja, und deswegen vielen lieben Dank nochmal hier an die Taverne, die das Ganze hier auch supportet. Und hier ist nochmal ein kleiner Text dazu, dass es halt eben auch sehr krass auf die Community ankommt. Wenn sowas sein sollte, wird ja immer nach Feedback gefragt. Und da müssen wir halt eben schauen, dass wir dort dementsprechend auch entweder für oder gegen das Update sind. Ich hatte gestern zum Beispiel in der Magier-Diskussion heiß gelesen, dass das Ganze ziemlich negativ betrachtet wird. Also ich muss auch sagen, um mal meine persönliche Meinung dazulassen, ich finde auch, dass es schwierig ist, einer der drei Main-Klassen so zu balancen, dass das überhaupt balancebar ist. Aber worum geht es überhaupt? Ja, dazu kommen wir jetzt erstmal lesen wir uns in das Thema rein. Lehnt euch zurück, genießt es, nimmt einen Schluck. Das ist sehr viel Text. Und deswegen würde ich sagen, müssen wir einmal durch. Es ist wichtig, damit ihr mal gehört habt, worum es jetzt überhaupt geht. Und danach kann man immer noch weitere Sachen natürlich dann bequatschen. So, Closed Beta Test Magier, Kampfmagier. Die Änderungen am Kampfmagier sind in der nächsten Closed Beta eher kosmetischer Natur. Die Änderungen am Magier könnten etwas überraschen. Daher möchten wir darauf hinweisen, dass es sich um eine rein experimentelle und in dieser Form nicht zu veröffentlichen Änderung handelt. Sie soll vornehmlich als Diskussionsgrundlage dienen. So,
die haben sich da schon sehr viele Gedanken gemacht über den Magier und es hört sich so an, als ob das Ganze schon irgendwo ein bisschen spruchreif ist, weil das ganze Konzept schon durchkonzeptionalisiert ist, wenn ist wahrscheinlich das falsche Wort dafür, ne? Aber ja, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen. Magier. Die Absicht der Änderung ist es, ein fundamentales Problem des Magiers zu lösen. Die Fähigkeit, die Spezialfähigkeiten anderer Klassen zu deaktivieren. Das, was bisher den Magier ausgemacht hat. Spezialfähigkeiten und Basisschaden müssen getrennt voneinander betrachtet werden. Wenn der Magier die Spezialfähigkeiten aller Klassen ignoriert, müssen alle Klassen so gebalanced sein, dass sie den gleichen Basisschaden und den dementsprechend auch den gleichen Schaden durch ihre Spezialfähigkeiten machen. Zu einem ist das derzeit schon nicht so, zum anderen reduziert das den Gestaltungsspielraum im Game Design. Beispiel: Es wäre so nicht möglich, eine Klasse zu machen, die einen geringen Basisschaden macht, aber durch ihre starke Spezialfähigkeit dies wieder ausgleicht. Kann man verstehen irgendwo. Einige Spezialfähigkeiten funktionieren derzeit auch teilweise beim Magier, was wiederum auch nicht ausgewogen ist. Derzeit kann der Assassine zwar zweimal angreifen, aber nicht ausweichen. Der Druide kann ebenfalls nicht ausweichen, aber er kann seinen Sturzangriff machen. Der Berserker kann mehrfach Angriffe ausführen, wenn er in Rage gerät. Wir wollen versuchen, das Powergefühl vom Magier möglichst gleich zu lassen und haben hier den ersten Ansatz zu sagen, dass zwar jede Klasse ihre Spezialfähigkeiten ausführen kann, aber der Magier abhängig von der Spezialfähigkeit darauf mit einem Konter reagiert, statt sie komplett zu negieren. Dafür haben wir die Spezialfähigkeiten in zwei Kategorien aufgeteilt. Spezialfähigkeiten, die zusätzlichen Schaden machen und Spezialfähigkeiten, die den Schaden des Gegners vermeiden. Hierfür hat der Magier zwei Steine. Der Mondstein, dieser federt starke Schadensspitzen ab, indem er den Magier heilt und Schaden verhindert. Beispiel: kritische Treffer oder speziell starke Schäden wie den Sturzangriff vom Druiden. Der Sonnenstein, dieser macht zusätzlichen Schaden, um defensive Fähigkeiten auszugleichen. Beispiel: Ausweichen oder Blocken von Angriffen. Ich sage euch ehrlich, das hört sich für mich so an wie ein Vorschlag aus der Community irgendwo. Also die Community hat ja öfter mal irgendwelche Ideen, die sie vorschlagen, und das hört sich, ich meine, am Ende des Tages ist es nur eine Idee, aber ich finde, sie ist schon sehr stark ausgereift, und bevor man überhaupt sich so viele Gedanken macht, beziehungsweise sogar Designs oder eventuelle Sachen dafür überlegt, und eventuell schon anfertigt, das weiß ich nicht, könnte man ja die Community vorab fragen, ob ein Balancing bzw. eine Anpassung des Mages aus ihrer Sicht überhaupt notwendig ist oder ob das Ganze nicht irgendwie zu sehr verkompliziert irgendwie. So, ne? Ich kann natürlich auch auf der anderen Seite, kann ich das verstehen. Ich denke mal, auf so alten Servern wird das für uns, ne, die jenseits der 600 sind, wird das eh keine Rolle mehr spielen, weil bei uns gibt es eh nur diese 3 Standardklassen, so, da wird keine neue mehr so krass hoch emporsteigen so schnell, ne? Aber auf neuen Servern macht es natürlich schon irgendwo einen Unterschied. So, jetzt kommen wir zum Kampfmagier. Es ist wirklich, also mich trifft dieser Change muss ich sagen, wirklich mit am härtesten, weil mein Main ist der Magier und mein Second Main, also ne, die beiden Klassen, die ich über alles liebe, so, die ich ja jetzt beide schon, also Kampfmagier auch schon bald über 600 habe, die werden hier angefasst, so unsittlich. Heißer Haffee. Der Feuerball erweckt den Eindruck, dass dieser mit den Feuerrunen interagieren würde, was nicht der Fall ist. Zusätzlich hat der Kampfmagier eine Reihe von Besonderheiten, die nicht richtig erklärt werden. Zu diesem Zweck haben wir den Kampfmagier thematisch verändert. Alle Fähigkeiten kommen nun von einem magischen Panzerhandschuh. Der Feuerball wird durch einen Arkan-Kometen ersetzt. Für einige Klassen wurde die alte Berechnung des Schadens nicht weitergeführt. So hat der Kampfmagier immer 33% des Gegnerlebens an Schaden ausgeteilt. Die Anpassungen sorgen nun dafür, dass jede Klasse abhängig von seinem HP-Modifikator einen angemessenen Schadenswert erhält.
Zudem wollen wir das Verhalten von hochstufigen Kampfmagiern gegen niedrigstufigere Gegner etwas anpassen. Der Komet hat jetzt eine absolute Schadenskomponente, die vom normalen Schaden des Kampfmagiers abhängt. Auf der anderen Seite ist der Kampfmagier sehr stark gegenüber sehr viel hochstufigeren Gegnern. Greift der Kampfmagier nun Gegner an, die weit über seinem Level sind, so reduziert sich der Schaden des Kometen merklich. So sind Kampfmagier vor allem im Gildenkämpfen etwas ausgeglichener. Also ich muss sagen, generell ist der Kampfmagier schon eine Klasse, die schon ziemlich ausgeglichen so an sich ist, ne? Also man kann sich streiten natürlich über die Spezialfähigkeit des Feuerballs, so, ne? Aber das ist ja auch das irgendwo, was den Kampfmagier ausmacht, weil danach kommt ja dann auch nichts mehr, ne? Und wenn du jetzt jemanden hast, der sehr viel höher ist, wie sie jetzt beschrieben haben in dem Fall, dass du gegen jemanden kämpfst, der, ja, keine Ahnung, sagen wir 100 Klassen über dir, 100 Stufen über dir ist, ne? Dann macht vielleicht der Feuerball vielleicht ein bisschen unverhältnismäßig mehr Schaden, aber danach kommt ja dann auch nichts mehr vom Kampfmagier. Der kann ja nichts mehr danach denn. Der kann nur noch seine Angriffe machen. Der kann nicht ausweichen, der kann nicht blocken, der kann nicht irgendwelche Spezialattacken danach machen. Danach kommt es quasi darauf an, wie hoch seine Stats sind und was er für eine für eine Waffenspanne hat, weil das ist der einzige Random-Faktor, der danach noch bleibt bei dem Kampfmagier. Und ansonsten war es das, ne? Und dann dann fängt es ja erst an, dass die andere Klasse anfängt auszuteilen, weil dann kann die von ihren Fähigkeiten nutzen, wie zum Beispiel blocken oder ausweichen oder so. Und dann fängt es ja dann erst an, dass zwar der Battlemage einen starken Auftakt hat, aber dann aber auch sehr stark nachlässt dann danach, ne? Also, finde ich so, ne? Closed Beta Fakten. Also es wird eine Closed Beta zu den beiden Klassen geben. Ich werde die versuchen auch zu spielen, auch wenn es wirklich zeittechnisch echt rar aussieht, wie in Dateiarchiven, ja. Oder beim ägyptischen Sonnengott, das könnt ihr euch natürlich auch aussuchen, ne? Rar. Mehr Details erfahrt ihr im unten stehenden Changelog, um euch eine Chance zu bieten, an der Closed Beta teilzunehmen. Okay, das ist wieder eine Closed Beta, 500 Pässe, ja, gleiches Prinzip, blablablub, ja, kennen wir alle schon, haltet die Augen offen. Die nächste Closed Beta wird am kommenden Donnerstag, am 16. morgen, 2023 ab 12 Uhr CET losgehen und 13 Tage lang laufen. Feedback zu diesen Änderungen können an den Support gesendet werden. Unser Support wird das Feedback sammeln und an unsere Game Design Abteilung weiterleiten. Also, was ich schon gesagt habe, ne? Vorhin, was ich vermutet habe, sie designen neue Features, beziehungsweise designen die Klassen so also die haben jetzt schon alles fertig, ne? Also es ist jetzt quasi schon alles soweit, ne? Dieser Spezialhandschuh vom Kampfmagier, dieser Sonnen- und Mondstein vom Magier, das sind Sachen, die sind designt und die sind jetzt quasi ab morgen auf dem Beta-Server verfügbar zum Testen. So. Also ich hatte das ja vorhin in Frage gestellt, gut, haben sie das jetzt nur so und so, ne? Aber das ist ja dann anscheinend schon alles fertig. Und da dachte ich halt eben, bevor man das macht, hätte man ja vielleicht eventuell wirklich mal vorher fragen können, ob die Community das auch so sieht. Ne? Weil da gibt es ja auch in der Taverne viele schlaue Köpfe, die sich da ja auch mit auseinandersetzen. Und ich hätte auch nicht gedacht, dass der Magier so überhaupt in irgendeiner Art und Weise so angefasst wird, sag ich mal, weil irgendwo ist es ja auch die Spezialfähigkeit und es macht ja den Magier aus, dass der halt eben diese Spezialfähigkeiten der anderen Klassen ausblenden kann irgendwo, ne? Weil ansonsten hat der Magier, der hält halt nicht viel aus, der teilt viel Schaden aus, das sind kurze, knackige Runden und jetzt würde das halt eben durch dieses Healing, dieses Gegenheilen und was sonst noch alles so dazu kommt, ne, da kommen wir jetzt gleich drauf, was das überhaupt bewirkt alles, werden wahrscheinlich die Runden auch, keine Ahnung, vielleicht ein bisschen länger gehen oder so. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll tatsächlich. Aber ich werde es definitiv mal anspielen und bin gespannt. Aber bisher habe ich auch noch nicht so viel positives Feedback zu den ganzen Changes gehört in der Taverne. Changelog allgemein. Testbare, überarbeitete Klassen, Magier, Kampfmagier, Bade, Druide. Neues Klassensymbol, neue Grafiken, das Tutorial, okay, Waffenplatz und Profil auch, ja. Magier blockierte zuvor alle Fähigkeiten der Gegner, besitzt nun stattdessen 2 Zaubersteine. Jeder Stein besitzt einen passiven Effekt. Dieser Effekt wird bis der aktive Effekt des jeweiligen Steins durch bestimmte Aktionen des Gegners ausgelöst wird.
Dies zerstört den Stein für den Rest des verbleibenden Kampfes und deaktiviert seine Effekte. Mondstein. Passiver Effekt. Der Rüstungswert ist verdoppelt und der maximale Rüstungswert des Magiers beträgt 30%. Momentan Rüstwert 10% beim Mage. Auslöser. Wenn der Magier Ziel eines kritischen Treffers wird, wenn der Magier Ziel des Sturzangriffs des Druiden wird, wenn der Magier Ziel des arkanen Kometen des Kampfmagiers wird, wenn der Magier Ziel des aktiven Effektes eines gegnerischen Sonnensteins wird. Also das sind die Auslöser für diesen, was war das jetzt? Für den Mondstein. Ja, für den Mondstein. Aktiver Effekt verhindert den vollen Schaden des auslösenden Angriffs und heilt 20% der maximalen Lebensenergie des Magiers. Also 20% vom Leben des Magiers. Ne? Der Magier hat ja generell eher nicht sehr viel Leben. Ne? Ich weiß nicht, ob das 20%, also auf andere Klassen so, auf Kampfmagier, Krieger, die viel Leben haben, so ja, okay. Aber Magier, ja, keine Ahnung, kann vielleicht einen Hit mehr überleben oder so, ne? Also ich bin da sehr zwiegespalten, was das Ganze angeht, tatsächlich. Sonnenstein, passiver Effekt. Der Waffenschaden ist um 20% erhöht und mehrere Waffenschadenserhöhungen werden stets additiv verrechnet. Auslöser, wenn der Angriff des Magiers geblockt wird, wenn sich der Gegner heilt, wenn dem Angriff des Magiers ausgewichen wird. Aktiver Effekt, führt zusätzlich einen Spezialangriff aus, dessen Schaden um 200% zum normalen Schaden erhöht ist. Dieser Angriff trifft zwar garantiert, da der Gegner diesen weder blocken noch ihm ausweichen kann, aber es handelt sich dabei nicht um einen kritischen Treffer. Ja, weil wenn ein normaler Treffer mit 200% mehr Schaden plus kritisch, könnte schon tödlich sein. Kampfmagier griff vorher mit einem Feuerball an. Der Kampfmagier besitzt nun einen arkanen Panzerhandschuh, der zu Kampfbeginn einen arkanen Kometen auf den Gegner entfesselt. Der Schaden dieses Angriffs hängt von der Lebensenergie des Kampfmagiers, der Lebensenergie des Gegners sowie dem Waffenschaden des Kampfmagiers ab. Die arkanen Energieflüsse verstärken alle Attribute um 10%. Die Schadensreduktion ist stets um 40% erhöht. Außerdem wollen wir diesmal testen, wie sich die beiden Klassen mit einem höheren Level spielen lassen. Dazu werden die Charaktere mindestens Level 300 haben und folgende Features. Okay, das ist auf dem Beta-Server dann, ne? Ja, und das sind soweit die News. Hui, 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 hui. Alter Schwede, ne? Also, ja, ich weiß nicht, was ich da so als Main vom Magier und mein geliebter Battlemage davon halten soll generell. Weil ich fand es bisher, also ich kann da nur aus der Sicht des Late-Game-Magiers sprechen, so, ne? Und wie sich das halt auch im Late-Game vielleicht entwickelt. Im Late-Game ist es halt so ein 50-50-Ding irgendwie, ne? Wer kritte zuerst, wer fängt zuerst an. Allerdings macht es ja auch irgendwo die Magier aus, dass der halt wenig Leben hat und starken Schaden austeilt. Jetzt wird das mehr so ein Kombinationsding und ich finde halt dieses Sonnen- und Mondstein-Ding, ja, zwar irgendwo gut durchdacht in Bezug auf die ganzen Spezialattacken, die es da draußen jetzt mittlerweile gibt. Also das macht halt wirklich mehr was auf den neueren Servern als auf den älteren, weil auf den älteren haben wir solche Klassen in den oberen Reihen nicht. Und das könnte eventuell sich nur irgendwo in den Gildenfights, weiß ich nicht, bemerkbar machen, wenn man gegen Gilden kämpft, die Aufholer haben, die jetzt neue Klassen zum Beispiel wie den Druiden oder sowas dann spielen, ne? Ja, also ich bin bisher noch so ein bisschen am Zweifeln, ob das Richtige ist. Es bleibt abzuwarten, wie das Ganze dann in der Beta erfolgt und was man da für Feststellungen macht. Bisher habe ich noch nicht sehr viel positives Feedback gehört und ich selbst muss sagen, bin da auch sehr am Zweifeln, was das angeht. Ich finde es natürlich schön, dass sie irgendwo versuchen, alles so möglich oder zu balancen, wie es halt möglich ist. Wenn das überhaupt so möglich ist mit dem neuen System des Magiers und so weiter und so fort. Ob das denn danach dann immer noch alles so gerecht wie vorher ist, sag ich mal.
Oder ob das vielleicht sogar noch schlimmer wird, man weiß das ja auch immer alles nicht. Ne? Deswegen ja, würde ich sehr gerne mal eure Meinung dazu in den Kommentaren wissen. Was sagt ihr dazu? Ohne mich jetzt zu sehr festlegen zu wollen, würde ich sehr gerne mal erstmal eure Meinung in den Kommentaren dazu mal durchlesen und bin da sehr gespannt, was ihr dazu sagt. Und ja, wie gesagt, wir müssen erstmal morgen auf die Beta abwarten und gucken, was denn danach so passiert. Bisher ist noch nichts in Stein gemeißelt. Wir können danach immer noch unser Feedback abgeben, ob wir das wollen oder nicht. Dennoch finde ich es krass, dass da halt dann überhaupt so nachgedacht wird, überhaupt die ganzen Standardklassen anzufassen. Wahrscheinlich erfolgt als nächstes dann noch der Kundschafter oder der Krieger. Ne? Und die spielen ja viele von euch so, ne? Ganz viele alte Leute, die, was heißt alte, ne? Oldschooler, sag ich mal, nicht alte Leute, Oldschooler von euch, die schon Ewigkeiten am Start sind. Ne? Da wird jetzt was halt eben an der Main-Klasse so angefasst. Ne? Ja, Leute, ich bin unglaublich gespannt auf eure Kommentare. Das war es soweit von mir. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.